Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute geht es um das Projekt Cybercharge und klingt für mich sehr interessant, ist wahrscheinlich auch sehr interessant. Deswegen möchte ich euch das Projekt nicht vorenthalten. Ich hatte letzte Woche mal beziehungsweise jetzt vor ein paar Tagen mit Ruven telefoniert, Ruven von easynuff.xyz. Wir haben uns mal über neue Projekte, interessante Projekte unterhalten und da ist Cybercharge besonders aufgefallen, sage ich jetzt mal, weil das halt eben eine gewisse Einzigartigkeit mitbringt, aber eine Einfachheit, aber auch halt eben eine Gamification. Das heißt, im Grundprinzip ist hier für alle was dabei, was das Projekt angeht. Ja, erleben Sie die erste Web3 mobiles Ladegerät. Ich habe es natürlich vom Englischen aufs Deutsch übersetzt. Da haben wir natürlich immer ein paar Rechtschreib- bzw. Grammatikfehler drin. Ist halt eben so. Im Grundprinzip ist es auch ein Ladegerät, um es mal ganz, ganz einfach auszudrücken. Das heißt, ihr seht hier das ultimative soziale Ladegerät, nur es gibt halt eben hier ein paar Features, die es bis dato noch nicht wirklich gab, beziehungsweise in abgewandelter Form. Ihr seht hier quasi den Aufbau von dem Charger und da gibt es natürlich zwei Geschichten drin, die jetzt quasi einzigartig sind, beziehungsweise eigentlich auch mehrere. Ihr seht zum einen die Smart Chip Optimierung für das Laden und bietet Web3 Vorteile. Hier sind wir in der Kategorie Starplug bzw. Star Power und Arcgreen. Das heißt, so ein Hinterhalt, beziehungsweise man hat halt eben so im Hintergrund diese ökologische Geschichte, das heißt auch erneuerbare Energien und so weiter. Die sollen hier mit in das Netzwerk quasi einfließen. Ja, und natürlich auch das Strom sparen. Zum anderen haben wir hier noch einen Co-Branding-Chip, der eine einzigartige Belohnung enthält. Das heißt, ihr werdet diesen Cybercharger sozusagen, oder Cybercharge, mit einem NFT mit dazu bekommen. Ja, so wie ich das aktuell verstehe. Das heißt, du bekommst ein NFT, bekommst quasi einen Ladestecker. Du kannst damit laden, du kannst ein NFT nutzen, du kannst das auch tauschen. Es gibt dann richtige Plattformen dafür, die gucken wir uns auch natürlich gleich nochmal an. Ja, also wie gesagt, das Projekt an und für sich ist schon relativ interessant, meiner Meinung nach. Genau, einfach aufladen, mit allen verbinden, das hatte ich eben schon gesagt. Es geht auch in die Richtung soziale Netzwerke beziehungsweise Gamification. Ihr seht hier nochmal ein kleiner Schritt für Cyberchart, ein riesiger Sprung für Web3. Und hier wird halt auch nochmal das Ganze ein bisschen erklärt. 36 Watt ultraschnelles Laden, kompatibel mit iOS, Android, funktioniert weltweit. Das bedeutet, da ist halt eben so ein Stecker dran oder Wechselstecker, wo ihr zum Beispiel EU-Plug, UK-Plug, US-Plug, gibt der unterschiedliche Steckervariationen sozusagen. Ist hier alles mit dabei. Jetzt vorbestellen geht aktuell leider noch nicht. Die sind noch in der Prototypphase. Das heißt, momentan gibt es noch keinen Cybercharge zu kaufen. Lasst euch bitte nicht in die Irre führen. Es gibt einen Cybercharge, der heißt genauso auf der Seite Angry Meow. Aber ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist nicht dieser Cybercharge, um den es hier in dem Video letztendlich geht. Hier werden nochmal die Missionen sozusagen erklärt und hier wird auch nochmal erklärt, dass halt eben durch die Integration von Blockchain, Spielen, NFTs und Künstliche Intelligenz haben wir eine virtuelle Welt geschaffen, in der jeder frei kreieren kann, interagieren kann und Werte schaffen kann. Ich hatte eben schon gesagt, hier spielt eine Blockchain eine Rolle, es geht um Spielen, also Gamification, NFTs und künstliche Intelligenz. So setzt sich das zusammen und die Vision sozusagen vom Netzwerk, wenn ich den Satz hier lese, das ist relativ breit gefächert, das lässt viel Raum für Spekulation. Von daher guckt es euch einfach selber nochmal in Ruhe an. Ja, ich habe jetzt auch, wo ich mir das erste Mal das durchgelesen habe, ich auch gedacht, was ist das? Wie funktioniert das eigentlich? Und man muss wirklich ein bisschen mehr recherchieren, was das Projekt angeht. Und da empfehle ich euch einfach hier, ihr seht hier unten die Links und da seht ihr hier quasi den YouTube-Kanal. Das sind 3 Videos hochgeladen und da laufen halt eben 3 Videos. Die sind zwar auf Englisch, die erklären aber halt eben auch relativ gut, was das ist, beziehungsweise wie das Ganze funktioniert. Also da hängt auch wieder so eine Art Power Network hinten dran, das hatte ich ja eben schon gesagt. Und halt eben auch, ihr seht hier wird es gerade nochmal so ein bisschen erklärt, wie das Ganze letztendlich funktioniert. Ihr seht nochmal die Map hier sozusagen. Ja, und hier seht ihr nochmal den Aufbau von dem Stecker. Ihr seht halt eben diese Ladefunktion. Ihr macht im Netzwerk bei Cybercharge aufgeladen. Also wie gesagt, in dem Video wird es halt eben sozusagen erklärt. Hier seht ihr nochmal sozusagen die App, beziehungsweise das ist auf Telegram.
Da gucken wir auch gleich nochmal rein. Ihr seht hier auch nochmal die Karten, das wird der NFT sein. Ihr seht hier auch nochmal IoTech Solana und so weiter. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Gamification, hatte ich ja eben schon angerissen, ist natürlich auch mit dabei. Ja, und ihr seht es hier auch nochmal. Wallet kommt vielleicht auch noch. Also wie gesagt, relativ, also für meines Erachtens nach eine interessante Geschichte. Nur halt, man muss halt eben sich das Ganze ganz in Ruhe anschauen. Wir machen mal einen kleinen Einblick. Also, ihr findet hier auf der Seite, hier oben, ich möchte es mal ganz kurz anreißen, damit wir es mal gesehen haben. Ihr findet hier oben App starten. Den Button, wenn es auf Englisch ist, heißt es natürlich ein bisschen anders. Ohne Grundvoraussetzung ist das Telegram. Das heißt, das Ganze basiert mit auf Telegram. Das heißt, ihr kommt dann quasi in diesen Channel rein und ihr seht halt eben hier also quasi die App, die hier drin ist. Ihr seht sie, Welcome to Cybercharts. Cybercharts ist World First Deep in Charge to Earn Network based on, also basierend auf intelligenter Charger Hardware, also Ladehardware. Es ist quasi hier, ihr seht, dass es halt eben auch kombiniert werden soll mit erneuerbaren Energien und DeFi. Ja, das heißt, das ist halt eben schon eine interessante Geschichte. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel hier in die App reinguckt, ich zeige euch das ganz einfach mal. Das ist wirklich, wenn ihr das startet, habt ihr zuerst die Möglichkeit, euch die Mystery-Boxen zu ziehen. Das heißt, ihr kriegt dann so eine Art Karten, die ihr auch dementsprechend tauschen könnt. Ja, und so weiter und so fort. Ihr könnt auch Leute einladen. Hier wird ein Reward-Pool am 22. eröffnet. Ihr könnt halt eben, wie gesagt, auch die NFTs suchen. Ich habe bei meinem ersten Airdrop jetzt sozusagen, wo ich die Kiste gekriegt habe, auch ein paar Tons als Airdrop sozusagen bekommen. Ihr seht auch hier nochmal, der Tokenpool inkludiert natürlich auch Solana, IoTex, BNB, Ethereum, Ton und so weiter und so fort. Auch Meme-Token. Ja, also wie gesagt, es geht so ein bisschen in die Richtung Karten tauschen, Leute einladen etc. Wie gesagt, ihr müsst halt eben selbst wissen, beziehungsweise guckt es euch einfach mal an. Ich bin mir sicher, wer am Telegram ein bisschen bewandert ist, beziehungsweise sich mit den Apps auskennt, kann auch hier ein bisschen was rausholen, sozusagen. Aber es ist, wie gesagt, neues Projekt. Guckt es euch in Ruhe an. Ja, ansonsten, wie ich es ja schon gesagt habe, sehr, sehr interessantes Projekt. Geht halt eben, wie gesagt, darum, um das Laden von euren Smartphones, beziehungsweise, ja, von den Smartphones oder vom Laptop. Ansonsten, die Seite ist cybercharge.org. Der YouTube-Kanal von Cybercharge findet ihr hier auf der Seite ganz unten. Den könnt ihr euch in Ruhe anschauen. Und wenn man auch nochmal hier schaut, auch im sozialen Bereich ist Cybercharge relativ gut vertreten. Mit knapp 82.600 Followern bei X ist das schon ein relativ großes Unterfangen sozusagen. Ihr seht auch hier nochmal die ganzen Informationen letztendlich dazu, die hier geteilt werden, waren jetzt auch auf der Token 2049 und haben auch ihr Projekt sozusagen vorgestellt. Und ja, guckt euch einfach mal an. Hier seht ihr nochmal ein paar Bilder von der Cybercharge, beziehungsweise Cybercharge 2049 war schon. Das hat man sogar den Steiger mal gesehen. Also wie gesagt, es ist ein Projekt, wo ich sage, okay, es ist nicht wirklich was, womit man jetzt Geld verdienen kann, reich wird. Aber es ist eine coole Geschichte, hier dementsprechend auch NFTs zu tauschen, ein paar Token beziehungsweise ein paar Meme-Coins zu bekommen. Ja, von daher seht ihr hier, ist wahrscheinlich eine richtig, richtig coole Geschichte. Und wenn es soweit ist und wir bekommen halt mal so einen Cybercharger, dann werden wir euch das Ding natürlich vorstellen. Wir werden es ausprobieren, wir werden es testen. Wir werden letztendlich gucken, was dabei rumkommt, ob es sich lohnt, ob es sich nicht lohnt und so weiter und so fort. Ja, ansonsten soll es das von mir gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch. Wichtigen Links dazu packe ich euch natürlich in die Videobeschreibung unten rein, beziehungsweise im ersten Kommentar, beziehungsweise, nee, wird Videobeschreibung wahrscheinlich nur sein. Ansonsten bedanke ich mich bei euch. Ich wünsche euch was. Bis die Tage. Bis später. Ciao.